Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bist du auch schon einmal alleine mit einem Anhänger unterwegs gewesen und musstest ohne Einweiser rückwärts einparken? Zum Beispiel mit einem vollbeladenen Motorradanhänger in einer Hoteltiefgarage oder mit Gartenabfällen an der Abladestelle des Wertstoffhofs. Ja, das Rückwärts-Einparken mit einem Anhänger kann eine ziemliche Herausforderung sein und führt oft zu lustigen Situationen. Der Anhänger folgt im Gegensatz zum Auto nicht immer der Spur und verdeckt oft einen großen Teil des Rückspiegels, was das Erkennen von Hindernissen erschwert. Um den Anhänger nach links zu bewegen, muss man beispielsweise das Lenkrad nach rechts einschlagen und umgekehrt. Die zusätzliche Länge des Anhängers erschwert das Einschätzen von Abständen beim Rangieren und generell hat man zusätzlich Stress, weil man ja nichts beschädigen will. Trotz der Herausforderungen ist das Rückwärts-Einparken mit einem Anhänger eine Fähigkeit, die man mit viel Übung und der richtigen Technik meistern kann. Es gibt allerdings einige Helferlein. Ich habe zwar an unserem Pkw und am Wohnmobil eine fest installierte Rückfahrkamera mit einem Fahrerassistenzsystem, aber das hilft nur beim Kuppeln der Anhängerkupplung mit der Deichsel, um das Beschädigen des Fahrzeughecks zu vermeiden. Ich habe ein flexibles, schnell montierbares System mit Kamera gesucht, das ich am Anhänger direkt anbringen kann. Carporite hat mir ein solarbetriebenes Rückfahrkamerasystem zur Verfügung gestellt. Durch einige Modifikationen konnte ich mir das für meine Anforderungen umbauen und nun flexibel mit jedem Zugfahrzeug und Anhänger nutzen. Aber was bekommt man für 145 € geliefert? Gehen wir die Komponenten einmal durch. Einen 7 Zoll Monitor mit Antenne, den man über einen Saughalter an der Windschutzscheibe des Autos montiert und über die 12 Volt Bordsteckdose mit Strom versorgen kann. Die Rückfahrkamera ist auf einem kleinen Solarpanel montiert. Das Solarpanel lädt bei Sonneneinstrahlung den 6700 mAh großen Akku. Man kann den Akku initial über das mitgelieferte USB-Kabel laden. Die Rückfahrkamera sendet dann das Bild über Funktechnologie an den Monitor. Hierzu muss man die beiden Einheiten pairen. Über eine Bluetooth-Fernbedienung kann man die Kamera einschalten oder in den Standby-Modus schalten. Eine kleine englische Bedienungsanleitung erklärt das Notwendige. Spätestens, wenn man sich den USB-Adapterstecker anschaut, weiß man, dass das ganze System wohl aktuell noch nicht für den deutschen Markt bestimmt ist, denn der Stecker passt in keine Schuko-Steckdose. Das kann ich verschmerzen, da ich ja genug andere Stecker habe, die auch alle funktionieren. In der Anleitung steht aber, dass man die Rückfahrkamera an das Nummernschild des Anhängers bohren soll, was ich natürlich nicht gemacht habe, da man so das Nummernschild verdeckt und zweitens die Montage und Demontage nicht flexibel ist, wenn man die Einheit mit 4 Schrauben verschraubt. Ich habe mir hingegen für wenig Geld ein 3M Industrieklettband gekauft und jeweils 3 Streifen an der Kamerahalterung angebracht und am jeweiligen Anhänger oberhalb des Nummernschildes. Das hält bombenfest und so kann ich die Einheit einfach am Motorradanhänger oder am Fahrradanhänger montieren. Nach dem Rückwärts-Einparken demontiere ich die Kamera mit einem Handgriff und lege sie zurück ins Handschuhfach. So ist sie auch gegen Diebstahl geschützt. Bevor ich die Rückfahrkamera montiere, kontrolliere ich, dass das Kabel zwischen Solarpanel und Akku verbunden ist. Sollte der Akku entladen sein, dann kann man auch über ein USB-C-Kabel den Akku wieder laden. Danach schalte ich über den Einschaltknopf die Kamera in den Standby-Modus. Die rote LED zeigt den Ladezustand, die grüne LED, ob die Kamera eingeschaltet ist. Ich montiere die Einheit oberhalb des Nummernschildes durch Zusammendrücken der Klettbänder wie bereits gezeigt. Danach montiere ich den Monitor an der Windschutzscheibe mit dem Saugnapfhalter und versorge ihn über die Bordsteckdose mit Strom.
Nach etwa 3 Sekunden hat er die Verbindung zur Funkkamera, die in etwa 10 Meter Entfernung am Anhänger hängt, aufgebaut. Rechts oben sieht man anhand der Symbole den Ladezustand der Kamera und dass der Akku über das Solarpanel gerade geladen wird. Über das Hauptmenü des Monitors kann man neben der Verbindung zur Kamera auch die Helligkeit, Farbe und Intensität des Monitors konfigurieren. Man kann einstellen, ob der Monitor automatisch oder nach einer gewissen Zeit in den Standby-Modus gehen soll oder dass man ihn dauerhaft angeschaltet lässt. Die Kamera kann man übrigens über die Fernbedienung ein- und ausschalten. Das angezeigte Bild kann man horizontal und vertikal spiegeln. Ich verwende die Standardeinstellung und zwar so, wie ich die Rückseite auch in meinem Rückspiegel sehe. Das muss man einfach ausprobieren. Was ich generell nutze, ist die Einblendung von Hilfslinien, die ich speziell für meinen Anhänger in Breite und Länge eingestellt habe. Mein Fazit: Man braucht für 145 € das Gadget nicht, aber wenn man es hat, möchte man es nicht mehr missen. Rückwärtsfahren mit einem vollen Anhänger kann man mit viel Übung und einem guten Einweiser vielleicht auch ohne Rückfahrkamera, aber entspannter geht es mit. Die Montage über einen Industrieklettverschluss hat sich bewährt und nun kann man die Kamera sehr schnell montieren und demontieren. Hätte ich die Funkkamera schon vor einiger Zeit gehabt, dann hätte ich weniger in der Hoteltiefgarage alleine mit dem Auto und Anhänger gekämpft und geschwitzt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Jürgen.